Also Dirk, du bist ja bekannt für Verkaufstrainings, Bücher, Online-Kurse zum Thema Vertrieb und Akquise. Du hast über 30 Jahre Erfahrung im Vertrieb. Du bist selber ausgewandert und zwar nicht nur einmal, sondern man könnte fast sagen zweimal ausgewandert. Ich führe ein Glücksjournal und ab und an lese ich mir das durch. Und ich habe dann festgestellt, dass die meisten Glücksmomente irgendwas zu tun hatten mit Sonne, Meer, Strand, Wellen, Wassersport, Wärme. Ich konnte mich immer mehr mit dem Ort anfreunden, weil dieser Ort hat meine Grundbedürfnisse, ja, also nochmal, Sonne, Wärme, Meer, Strand, Wassersport. Und dann kam dazu, dass diese Stadt eine besondere Energie hat. Und nach einem Jahr sind wir umgezogen in den Burj Khalifa, in das höchste Gebäude der Welt. Und obwohl das eine Millionenstadt ist, ich kann dir hier ein Dutzend einsame Strände nennen. Wenn du zum richtigen Tag, zur richtigen Uhrzeit da bist, siehst du eine Stunde lang keinen anderen Menschen. Das ist der Wahnsinn. Gab es denn irgendwelche Hindernisse? Ist vielleicht irgendwas schiefgegangen? Mein erstes Visum hat 13 Monate gedauert. Jetzt muss man wissen, ohne das Visum kannst du keinen Mietvertrag unterschreiben. Du kannst keinen Strom, Wasser, Gas anmelden. Du kannst deinen Führerschein nicht umschreiben. Dementsprechend kannst du kein Auto kaufen. Du kannst auch nicht deinen Container mit deinen Möbeln aus Deutschland irgendwie einführen. Du kannst nichts machen ohne dieses Visum. Und ich war bei einer Agentur und diese Agentur hat mich einfach verarscht. Jetzt haben wir es selber gemacht, weil wir wissen, wie es geht. Und jetzt hat es, lass es 12 Stunden gewesen sein, 12 Stunden gedauert. Oder Gebühren, du kennst sie nicht aus. Auf einmal kostet das eine Gebühr, weil du dich halt nicht auskennst. Und das Spiel muss man hier verstanden haben, das muss man kennen. Und dann hältst du dich an die Regeln, dann zahlst du auch keine Strafen. Und dann ist das alles easy. Also da muss man einfach Kontakt haben. Das ist jeder Auswanderer. Finde vertrauenswürdige Menschen im Zielland, die schon länger da sind, die seriös sind und dann lass dir helfen. Das ist der Plan. Nach einer Minute kommt der Security bis zum Ende der Schlange und sagt, was willst du? Ich sage, ich brauche Kontoauszüge und einen Stempel. Sagt er, okay, komm mit. Wir gehen an der ganzen Schlange vorbei. Und er bringt mich direkt zu einem Schalter und ich bekomme sofort meine Sachen. Und dann gibt es die offizielle Polizei. Du diskutierst nichts. Wenn der sagt, ihre Brille ist blau, dann ist die blau. Auch wenn ich davon überzeugt bin, dass sie gelb ist, die ist blau. Also ich lade dich trotzdem ein, komm doch mal zu uns nach Sansibar. Da entsteht ja die deutsche Stadt, ne, von deutschen Stadtplanern. Und ja klar, viel, viel kleiner als Dubai kann man nicht vergleichen. Aber Energie liegt da in Afrika auch unwahrscheinlich in der Luft. Das war für mich auch völlig neu. Das Buch heißt Entscheidung Umfeld. Das Umfeld, in dem du lebst. Und mit Umfeld ist gemeint die Menschen, der Ort, also die Stadt, das Land, das Gebäude, das Unternehmen, wo du arbeitest, das Auto, was du fährst, die Bücher, die du liest, die Netflix-Serien, die du guckst. Das alles ist dein Umfeld und dein Umfeld prägt deinen Charakter. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Wir sprechen ja jede Woche mit interessanten Menschen über interessante Themen, die für unsere Auswanderer, für unsere Expats, für unsere Zuschauer und Zuhörer auf dem Kanal von Perspektive Ausland sehr interessant sind. Und heute freuen wir uns, dass Dirk Kräuter bei uns zu Gast ist. Also Dirk, du bist ja bekannt für Verkaufstrainings, Bücher, Online-Kurse zum Thema Vertrieb und Akquise. Du hast über 30 Jahre Erfahrung im Vertrieb, bist tätig für Unternehmer, Selbstständige, Vertriebsmitarbeiter natürlich. Da werden sich einige unserer Zuschauer und Zuhörer wiedererkennen, weil viele von unseren Mandanten natürlich auch im Ausland in diesem Bereich weiterhin tätig sind. Aber eigentlich geht es primär gar nicht darum, sondern eigentlich um ein anderes Thema heute, weil du bist ja einer von uns, könnte man so sagen. Das heißt, du bist selber ausgewandert und zwar nicht nur einmal, sondern man könnte fast sagen zweimal ausgewandert. Und insofern, also entweder Vorbild oder der ein oder andere
kann noch was vielleicht lernen, hat vielleicht einige Fragen, die sich dir auch gestellt haben. Und da wollen wir sehr, sehr gerne heute drüber sprechen. Was jetzt die Vorstellung betrifft, fühlst du dich gut vorgestellt oder willst du noch was Wichtiges ergänzen? Du hast alles gesagt. Vielen Dank für die Einladung. Klasse, schön, dass du da bist. Also, dann fangen wir vielleicht einfach mal mit der ersten wichtigen Frage an. Also, wann bist du denn das erste Mal ausgewandert, Dirk? Im Dezember 2017, also ich hab schon lange darüber nachgedacht. Das ist entstanden bei mir. Ich führe ein Glücksjournal und das schon seit Jahrzehnten. Da schreibe ich immer Glücksmomente rein und ab und an lese ich mir das durch. Und ich habe dann festgestellt, dass die meisten Glücksmomente irgendwas zu tun hatten mit Sonne, Meer, Strand, Wellen, Wassersport, Wärme. Also war für mich klar, irgendwann, das bekomme ich nicht in Deutschland, irgendwann lebe ich irgendwo, wo ich das bekomme, was mich total glücklich macht. Und dann war die Entscheidung, es gab ein paar familiäre Umstände, die das begünstigt haben. Dann gab es die Entscheidung Mitte 2017 auszuwandern. Dann ist das als Unternehmer nicht ganz so einfach. Du musst da ein paar Dinge beachten, gerade auch was Steuern angeht, aber was auch den Fortgang des Betriebes angeht. Und dann habe ich ein paar Monate alles vorbereitet und bin dann im Dezember mit meiner Frau in die Karibik gegangen, in die Dominikanische Republik. Meine Frau kommt da auch her. Und das war die erste Auswanderung. Klasse. Also würde mich schon mal an der Stelle interessieren, wer auch immer das jetzt hört und sieht, schreibt doch mal in die Kommentare, wer von euch auch schon mal mit der Dominikanischen Republik geliebäugelt hat oder vielleicht auch, warum für euch das auf keinen Fall in Frage käme. Also ich selber muss ehrlich sagen, für mich war das auch Dominikanische Republik. Ich war da zweimal. Auch ein wunderschönes Fleckchen Erde. Zum dauerhaften Leben müsste ich dann doch drüber nachdenken. Also das sieht man ja, wenn man das erste Mal da ist, vielleicht dann mit anderen Augen. Wie war denn das bei dir jetzt so? Also du warst dann in der Dominikanischen Republik und wie ging es denn jetzt weiter? Okay, also erstmal, ich war schon 25 Mal vorher da. Also ich war schon ganz oft in der Dominikanischen Republik. Und die ersten 1-2 Male als ganz normaler Tourist, also das typische All-Inclusive-Hotel am Strand. Und danach war ich aber immer Individualreisender. Das heißt, Flug, Leihwagen und dann durchs Land gefahren, das Land entdeckt. Und das Land ist wunderschön. Es gibt, wunderschön. Natur ist Wahnsinn. Es gibt, wohlhabende Gegenden und sehr arme Gegenden. Die Menschen sind immer freundlich. Ich habe das sehr, sehr, sehr genossen. Aber jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Es geht nicht darum, ist es die Dominikanische Republik oder ist es, was weiß ich, Kuba oder USA. Das hängt immer davon ab, in welcher Lebenssituation du gerade bist. Und ich bin Unternehmer. Ich habe zu dem Zeitpunkt hatten wir, glaube ich, 70 Mitarbeiter in Deutschland. Ich habe dann auch eine Verantwortung. So, und für mich ist wichtig, ich brauche die richtige Zeitzone. Das war in der Karibik schwierig mit der Zeit, mit dem Zeitunterschied. Und das Zweite war, ich brauche gute Flugverbindungen. Obwohl ich unmittelbar in der Nähe eines Flughafens gewohnt habe, gab es dort nur einmal in der Woche einen Flug nach Deutschland. Das war dann immer ein Eco-Flug, ein Charterflug und das sind dann immer 9 Stunden. Das ist nicht witzig. Plus die Zeitumstellung, der Biorhythmus. Und da habe ich dann festgestellt, nach 8 Monaten, die Flugverbindungen passen nicht, die Zeitzone passt für mich nicht, der Jetlag killt mich. Das ist mit 20 halb so wild, aber wenn du über 50 bist, dann merkst du das schon. Und dann kam noch dazu, dass die Leute, die dort leben, alle chillen. Also die sind alle zum Urlaub machen da, die sind zum Entspannen da. Und ich bin in einer Lebensphase, wo ich Vollgas gebe. So, also ich habe dort extrem viele Glücksmomente gehabt, aber es war nicht rund. Es fehlte etwas für die Lebensphase. Wenn ich 75 bin und ich habe mit meinem Wirtschaftsleben abgeschlossen, vielleicht, dann ist das vielleicht der exakt richtige Platz für mich. Dann reise ich nicht mehr so viel und dann ist das auch halb so wild, was in Deutschland passiert. Aber in der aktuellen Lebensphase war das unpassend. Interessant.
Sag mal, aber das Leben jetzt auf der Dom Rep, wie kann man sich das so vorstellen? Also, was hat dir besonders gut gefallen jetzt am Leben auf der Insel? Das Wetter, es ist nie wirklich kalt. Du hast aber auch zwischendurch mal schlechtes Wetter, auch mal mehrere Tage. Das Wetter ist sehr schön, Temperaturen sind sehr schön. Die Natur ist sensationell. Also dadurch, dass es so oft regnet und so tropisch ist, wächst überall alles in einem atemberaubenden Tempo. Dann gibt es sehr viele unberührte Ecken dort. Also es gibt wirklich, ich mag Stand-up-Paddling, ich mag Surfen und ich habe dort gelebt in der Welthauptstadt der Kitesurfer. Das nennt sich Cabarete, heißt der Ort. Dort gab es jeden Mittag ab 1 Uhr gab es dort Wind und es waren jeden Tag 100 Kitesurfer draußen. Das war der Wahnsinn. Ja, und ich bin halt der Stand-up-Paddler und dann hast du, je nachdem, wie die Wellen sind, kannst du aufs Meer rausgehen und kannst wirklich rauspaddeln und dann an einem Riff die Wellen abreiten. Oder es gab halt Flüsse dort und diese Flüsse waren einfach Dschungel pur, keine Menschen, es war der Wahnsinn. Und ich bin dann diese Flüsse entlang gepaddelt. Das war mein Morgen. Also früh aufstehen, vor der Sonne aufstehen und dann aufs Meer oder auf den Fluss mit dem Surfbrett. Nach dem Frühstück habe ich dann angefangen zu arbeiten. Und dann nachmittags habe ich auch ein bisschen Freizeit gemacht. Man kann dort sehr gut essen. Die Lebenshaltungskosten sind sehr, sehr gering. Du kannst dort mit wenig Geld echt gut leben. Die Nahrungsmittel haben eine super hohe Qualität, weil das meiste dort angebaut wird. Das und nochmal, die Menschen sind sehr freundlich. Du musst ein paar Regeln beachten. Du musst Regeln beachten im Umgang mit Kriminalität. Du läufst halt nicht mit einer Rolex-Uhr am Handgelenk darum. Du fährst auch keinen teuren Wagen, weil sobald die sehen, dass du weiß bist und dass du einen teuren Wagen hast, wirst du halt angehalten von jedem Polizisten, weil jeder Polizist möchte ein bisschen Taschengeld von dir haben. Also gibt es eine nette Geschichte. Ich habe immer 1-Dollar-Noten im Handschuhfach gehabt. Und zwar immer so 100 Dollar Ich wusste in gar nicht, dass es $1. die noch gibt. Ja, doch. So, und dann bin ich immer angehalten worden und dann habe ich schon in dem Moment, wo ich angehalten werde, schon beim Ausrollen des Wagens, habe ich schon im Handschuhfach die Dollarnoten genommen. Dann habe ich 5, 6, 7 Dollarnoten und da machst du die Scheibe runter, dann erzählt er irgendwas, dass seine Frau krank ist, die Kinder Hunger haben und so weiter. Dann rollst du das und dann hältst du das in deiner Hand, aber du gibst es ihm nicht. Du hältst es in deiner Hand, legst dann den Arm so auf die Tür und dann geht er zu deiner Hand und holt sich das Geld daraus. Er weiß jetzt nicht, ob es 100-Dollar-Noten sind oder 10-Dollar-Noten. In dem Fall ist es halt das günstigste für mich, also irgendwie 5 oder 7 Dollar, aber es fühlt sich für ihn an wie, das könnte echt viel sein. Dann steckt er das ein und dann wünscht er dir eine gute Fahrt. Also das große Learning ist, du diskutierst nicht mit denen, du willst nicht recht haben, du nimmst einfach verdammt nochmal das Geld, gibst ihm das und fährst weiter. So, also es macht keinen Sinn jetzt zu sagen, ich habe doch gar nichts gemacht, ich habe nichts Verbotenes gemacht, das ist Unsinn. Du gibst ihm einfach das Geld und gut ist. Da können wir jetzt schon mal spoilern, ohne das Land zu nennen, aber da, wo du jetzt bist, da geht das anders mit der Polizei, ne? Also Völlig anders. Da würde ich niemals auf die Idee kommen, das nur anzudeuten. Aber trotzdem sehr interessant, was du zu erzählen hattest von der Dominikanischen Republik. Es scheiden sich da wirklich die Geister, ne? Also wie gesagt, es ist ein Traumland für die Reise. Es gibt viele so digitale Nomaden, die sich dort irre wohlfühlen. Übrigens steuerlich auch die Dominikanische Republik wirklich nicht uninteressant. Für viele sehr interessant, auch deswegen, weil wir beraten dazu auch unsere Mandanten oder einige unserer Mandanten, weil man dort sehr, sehr schnell eine zweite Staatsbürgerschaft bekommen kann, also nach sehr kurzer Zeit. Wenn man dort eine Investition in ein kleines Häuschen tätigt, das ist also auch kein großer Betrag wie in anderen Ländern. Und selbst wer nicht investiert, hat sehr, sehr schnell 1 bis 2 Jahre, muss er da leben, kann er eben seinen zweiten Pass, also die zweite Staatsbürgerschaft erwerben. Und für viele ist das heutzutage so als Plan B sehr interessant. Wir haben dazu übrigens eine extra Seite, planbprojekt.com,
Kann ich nur jedem empfehlen, der da mehr dazu wissen will zum Thema zweite Staatsbürgerschaft. Das wusste ich auch nicht, bevor ich darüber gegangen bin. Aber als Unternehmer musste ich natürlich auch mit Steuern beschäftigen. Wenn du in der Dominikanischen Republik lebst, zahlst du auf im Ausland erwirtschaftetes Einkommen keine Steuern. 0. Absolut. So, also niemand würde sagen, der ist ausgewandert in die Dominikanische Republik, das ist ein Steuerflüchtling. Das hat keiner auf dem Schirm. Aber die Dominikanische Republik ist ein Steuerparadies für Ausländer. Das wissen die wenigsten. Absolut. Gut, dass du es nochmal unterstrichen hast. Schön. Also, jetzt neues Kapitel. Was passiert jetzt? Zurück nach Deutschland oder doch nochmal sozusagen auswandern reloaded? Wie ging es weiter bei dir jetzt? Bevor wir in die Karibik ausgewandert sind, waren wir schon einige Male in Dubai. Das erste Mal 2010, das hat mich gar nicht so berührt. Und danach aber auch nochmal, ich glaube, 6, 7, 8 Mal. Und ich konnte mich immer mehr mit dem Ort anfreunden, weil dieser Ort hat meine Grundbedürfnisse, ja, also nochmal, Sonne, Wärme, Meer, Strand, Wassersport, Wellen selten. So, also alles, was ich haben wollte, bis auf die Wellen. Und dann kam dazu, dass diese Stadt eine besondere Energie hat, also Wachstumsenergie, die mir unglaublich gut tut. Das Zweite, die Flugverbindungen sind extrem gut. Ich habe 4 deutsche Flughäfen, die ich mit Emirates jeden Tag 2-mal anfliegen kann. Die Zeitzone ist 2 bis 3 Stunden Zeitunterschied. Und zwar so, dass ich Zeit gewonnen habe hier, bevor Deutschland wach wird. Und das war gut. In der Karibik war ich immer in der Defensive. Ich musste immer auf das reagieren, was die Deutschen schon gemacht haben. Hier kann ich agieren und die Deutschen müssen dann reagieren auf das, was ich schon vorbereitet habe. Ja, und dann sind wir ohne Umwege direkt nach Dubai gegangen und sind auch dann, also wir haben in der Karibik direkt am Meer gewohnt, direkt am Strand in einem Apartmenthaus. Und das Gleiche dann in Dubai, auch ein Apartmenthaus, Erstbezug, 10% Auslastung in diesem Gebäudekomplex und Privatstrand auf der größten künstlichen Insel der Welt, auf Palm Jumeirah. Und da habe ich das erste Jahr gewohnt und ähnlicher Lebensrhythmus, ne? Morgens an den Strand mit dem Surfbrett gepaddelt und danach dann gearbeitet und produktiv sein. Und nach einem Jahr sind wir umgezogen in den Burj Khalifa, in das höchste Gebäude der Welt. Und das ist jetzt ich glaube, das 6. Jahr im Burj Khalifa, in der 97. Etage im höchsten Gebäude der Welt. Ja. Ja, unverbaubare Sicht, ne? Kann man da nur sagen. Schön. Kleiner Einblender sozusagen von uns. Übrigens im April fahren wir ja mit interessierten Mandanten, Kunden nach Dubai. Wir machen ja fast jeden Monat eine Reise in ein mögliches potenzielles Auswanderungsland. Im April sind wir in Dubai. Übrigens auf der Insel, die du vor uns erwähnt hast, da findet da unser Seminar statt. Und ja, vielleicht sehen wir uns da auch oder einige unserer Mandanten. Falls du Zeit hast, können wir dich dann nochmal persönlich begrüßen. Wäre doch schön. Aber jetzt Dubai. Du hast also gesagt, du warst vorher schon mal in Dubai. Und da passt also die Chemie. Wir haben auch gut verstanden, was in Dubai war, was in der Dominikanischen Republik eigentlich gefehlt hat. Sagen wir irgendwie so Power of Life, die Energie und im Prinzip, dass man auch sieht, da bewegt sich was. Und das kann man natürlich nachvollziehen. Trotzdem, was mir zum Beispiel übrigens fehlen würde in Dubai, ist die grünen Wälder. Ne? Also ich bin in der Dominikanischen Republik liebend gerne ein Pferd gemietet und dann bin ich da so durch die Wälder geritten, so wie du mit deinem, wie nennt man das, Stand-up-Paddle da oder wie du es gemacht hast. Also das würde mir in Dubai fehlen. Vermisst du das nicht? Und wenn nein, gibt es irgendwas anderes, was du vermisst in Dubai? Es gibt grüne Stadtteile. Wir müssen immer unterscheiden, egal welches Land. Gehst du dort als Tourist hin und du besuchst die üblichen touristischen Orte oder lebst du dort und hast den Zugang zu allen Stadtteilen? Dubai ist mittlerweile größer als Berlin. Es sind jetzt 3,8 Millionen Einwohner. Und es gibt dort sehr grüne Stadtteile. Al-Barari, da sind sehr viele Deutsche,
und Russen sind dort, sehr viele Europäer. Al-Barari ist total grün. Da fließt ein Bach durch den Ort. Dort gibt es ein Lokal, das heißt The Farm. The Farm ist mitten im Dschungel und der Bach fließt durch das Lokal durch. Wahnsinn. Also es gibt diese Stadtteile, aber das ist gar nicht mein Favorite. Mein Favorite ist, ich liebe Strände. Ich suche mir immer einsame Strände. Und obwohl das eine Millionenstadt ist, ich kann dir hier ein Dutzend einsame Strände nennen. Wenn du zum richtigen Tag, zur richtigen Uhrzeit da bist, siehst du eine Stunde lang keinen anderen Menschen. Das ist der Wahnsinn. Also für mich ist die Natur mehr Strand und Meer. Das liebe ich. Es gibt hier Berge, wo du auch wirklich 3 Stunden wandern kannst, ohne einen Menschen zu treffen, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Tag. Super, super schön. Und die Wüste hat auch was. Also eine Wüste bei Sonnenaufgang oder bei Sonnenuntergang, wenn du den richtigen Teil der Wüste erwischst, mega, mega schön. Also Natur fehlt mir überhaupt nicht. Ja, natürlich, ich liebe es im Frühjahr oder im Herbst durch einen deutschen Wald zu gehen. Oh, wow, das riecht gut und wow. Aber das sind mehr Erinnerungen, die da aktiviert werden. So, was fehlt mir? Mir fehlen 2 Sachen in Dubai. Nur 2 Sachen. Das eine ist die Aufhebung des Tempolimits. Wir haben hier mega gute Straßen und du darfst nur 120 fahren. Das ist echt ärgerlich. Du kannst auch nicht tricksen, weil funktioniert nicht. Und das Zweite ist das Trinkwasser. Die Trinkwasserqualität das ist alles halt Wasser, was Salzwasser, was entsalzt wurde. Okay. Das sind die beiden einzigen Sachen. Ansonsten, es gibt hier, ich würde sagen, 500 Mal Sachen, die viel besser sind als in meiner alten Heimat in Deutschland. Die ich hier deutlich mehr schätze, die ich vorher gar nicht kannte, die mir nicht bewusst waren. Und das ist halt, wenn du in Deutschland lebst, dann wird dir immer gesagt, wir haben das geilste Land und hier ist alles so viel besser und wir sind so viel weiter. Das mag sein im Vergleich zu einem, keine Ahnung, zu einem dritte Weltland. Aber wenn wir mal nach oben gucken und wir gucken uns mal vielleicht Singapur an oder wir gucken uns die Arabischen Emirate an, dann ist das was anderes. Ja, also es wird gerne nach unten geguckt, um eine Bestätigung für den Status quo zu bekommen. Wenn du aber nach oben guckst, dann hinterfragst du den. Absolut, kann ich dir nur zustimmen. Und dennoch, jetzt bist du also nach Dubai gekommen. Vielleicht nochmal zurück, bevor wir auf ein paar gute, positive Sachen noch zu sprechen kommen, müssen wir trotzdem fragen, gab es denn irgendwelche Hindernisse? Ist vielleicht irgendwas schiefgegangen? Oder also einfach jetzt sagen wir mal in das Land reinzukommen und dann geht's los? Oder jedes Land hat ja so seine Eigenheiten und seine eigenen Stolpersteine. Und auch wenn man sich vorher tausende YouTube-Videos angucken kann. Aber vielleicht können wir da noch von deiner Erfahrung profitieren. Ja, definitiv. Bei mir ist am Anfang extrem viel schiefgelaufen. Ich habe Weihnachten, habe ich mein 10-Jahres-Visum bekommen hier in den Emiraten. Und die Beantragung hat meine Assistentin am Vorabend gemacht, online. Und am nächsten Morgen bin ich dann zum Medical Test. Es wird halt hier überprüft, Blut abgenommen und es wird die Lunge geröntgt. Nicht jedes Mal das Röntgen, jetzt diesmal nicht, aber Blut immer, um zu sehen, ob du gesund bist. Wenn du nicht gesund bist, dann kriegst du auch kein Visum. Ja, das ist eine gute Sache. Und ich habe also morgens war der Medical Test und nachmittags um 4 habe ich das Visum gehabt, ein 10-Jahres-Visum. Mein erstes Visum hat 13 Monate gedauert. Jetzt muss man wissen, ohne das Visum kannst du keinen Mietvertrag unterschreiben. Du kannst keinen Strom, Wasser, Gas anmelden. Du kannst deinen Führerschein nicht umschreiben. Dementsprechend kannst du kein Auto kaufen. Du kannst auch nicht deinen Container mit deinen Möbeln aus Deutschland irgendwie einführen. Du kannst nichts machen ohne dieses Visum. Und ich war bei einer Agentur und diese Agentur hat mich einfach verarscht. Es war auch noch eine Empfehlung von jemandem, dem ich vertraut habe, aber schlussendlich haben die mich 13 Monate lang verarscht.
Ich habe viel Geld bezahlt. Es gab immer wieder neue Ausreden, warum es nicht geht. Und nochmal, jetzt haben wir es selber gemacht, weil wir wissen, wie es geht. Und jetzt hat es, lass es 12 Stunden gewesen sein, 12 Stunden gedauert. Das ist das Erste, worauf du achten musst. Das Zweite ist, du kaufst nichts, sondern du mietest etwas. Und du gehst erstmal an den ersten Ort, wo du sagst, das probiere ich aus. Und dann entdeckst du mal den Ort und dann weißt du, okay, es ist Palm Jumeirah oder es ist Marina oder es ist Downtown oder Business Bay, aber nicht direkt irgendwas kaufen und nicht direkt alles in Stein meißeln, weil erstmal den Ort kennenlernen und schauen, wie ist das denn da? Fühlst du dich da wohl? Also das Visum mit der Agentur, das war ein großer Fehler. Und das lief bei mir über die Gründung einer Firma. Ich habe ein Investorenvisum. Wenn du als Angestellter kommst, dann macht das alles der Arbeitgeber für dich. Das ist total einfach. Dann hast du auch innerhalb von ganz wenigen Tagen hast du das Visum und es kostet dich nichts. Der Arbeitgeber zahlt ungefähr 1.800 € für das Visum und das hält dann 2 Jahre. Aber als Selbstständiger, als Investor gründest du eine Firma und das ist Goldgräberstimmung gerade. Das ist Goldgräberstimmung, weil jeder beschäftigt sich irgendwie damit, wie gründet man eine Firma. Und dann kannst du eine Firma gründen für, weiß ich nicht, 5.000 €. Du kannst aber auch eine Firma gründen für 20.000 €. Wenn du keine Ahnung hast, dich nicht auskennst, an die falsche Person gerätst, dann zahlst du 20.000 €, weil der dir das erklärt. Und dann gibt es halt ganz viele Unterschiede. Eine Firma gründen geht extrem schnell. Aber jetzt kommt halt der Punkt, dass du sagst, ja, welche Regularien muss ich da beachten? Oder angenommen, das war ein Fehler und ich will die wieder abwickeln, dann gibt es Orte, da kannst du die so gut wie gar nicht abwickeln. Das Abwickeln kostet mehr als das Gründen. So, und das beachten die meisten nicht. Die meisten kommen über eine Empfehlung und irgendein Deutscher gründet dann für die Firma. Und dann hast du auf einmal irgendwas, was gar nicht passt. Und da gibt es halt besondere Regeln und die musst du kennen. Und deswegen ist die Empfehlung wirklich, mach das über Empfehlung, aber hole mehrere Angebote ein. Und lass dir von jedem erklären, warum ist sein Angebot das Bessere. Damit du wirklich hinterfragen kannst, was brauche ich denn? Sehr guter Tipp. Klasse. Ja, so lernt man halt immer von den Fehlern von anderen, ne? Das ist schon absolut so. In Dubai gibt es ja nur für ganz bestimmte Firmen 9% Steuer auf den Gewinn. Aber die meisten Firmen sind steuerfrei. So, was die aber machen, und das weiß keiner, Gebühren und Strafen. Du zahlst extrem viele Strafen, wenn du irgendwas nicht richtig machst. Damit finanziert sich ein Stück weit die Behörde. Oder Gebühren, du kennst sie nicht aus. Auf einmal kostet das eine Gebühr, weil du dich halt nicht auskennst. Und das Spiel muss man hier verstanden haben, das muss man kennen. Und dann hältst du dich an die Regeln, dann zahlst du auch keine Strafen und dann ist das alles easy. Klasse Tipp. Jetzt die Unternehmenskultur selber. Also ich meine, Dubai ist ja jetzt von der Kultur her, nicht nur von der Distanz, ein Stück weit weg von unserer Kultur. Und wie empfindest du das? Also gibt es da so komplett neue Geflogenheiten, die du lernen musst? Beziehungsweise gibt es vor allem dabei einige, die vielleicht auch schwer fallen, wo du sagst, also auch nach so vielen Jahren, also daran habe ich mich immer noch nicht so dran gewöhnt. Also erstmal, 86% der Menschen, die hier leben, sind Ausländer. Nur 14% sind Emiratis. Und normalerweise bleiben die Emiratis unter sich. Und du machst normalerweise auch keine Geschäfte mit den Emiratis. Du machst Geschäfte im Inland und Ausland mit anderen Ausländern. Und dann musst du halt gucken, jede Nation hat eine andere Kultur. Die Chinesen sind komplett anders drauf als die Inder und Pakistanis und dann wieder anders als die Europäer. Also normal machst du nicht mit den Emiratis Geschäfte. So, dann kommt dazu, ganz oft gibt es den Begriff Inshallah, so Gott will, Inshallah. Jetzt muss man, so Gott will, heißt ja für uns Deutsche vielleicht. Oder absolut, so Gott will, ja, möglicherweise wird das klappen. Man muss aber verstehen, Inshallah heißt hier Nein. Also wenn dir bei der Behörde jemand sagt, kriegen wir das hin heute noch?
und der sagt, Wahrscheinlich Inshallah, nicht. dann Genau. wird das heute definitiv nichts. Ja, Ja, dann man brauchst könnte du gar sagen, nicht warten müssen. es müsste Gott eingreifen, damit das noch was wird, sozusagen, könnte man das So in dann der Art, ja. übersetzen. Ja, ja. So, ansonsten, es gibt nicht so große Hm. Unterschiede. Also es gibt noch eine Herausforderung, die die meisten von außen nicht sehen. Das ist das Thema Geldverkehr und Konto. Bankkonto eröffnen wollte ich sowieso ansprechen, genau, ne? Das ist auch mal Ja. eine wichtige Frage. Am Anfang, also auch wieder hier, ohne das Visum, ohne die Emirates-ID gibt es kein Konto. Egal, ob du Angestellter bist oder ob du Unternehmer bist. Ohne Mhm. diese verdammte Karte hast du keine Chance, hier irgendwas zu machen. Und du brauchst halt ein Konto für deine Kreditkarte, für alles Mögliche. Okay, wie läuft das als Unternehmer? Als Unternehmer kennst du jemanden, der jemanden kennt. Also in meinem Umfeld, auch bei meinen Kunden, wenn da ein Kunde ist und sagt, Dirk, ich komme nach Dubai, ich möchte ein Konto öffnen, dann sage ich, du, wir haben 5 Ansprechpartner, ich schicke dir per WhatsApp die Daten rüber und du kontaktierst den über WhatsApp. E-Mail interessiert hier keinen. Hier läuft wirklich alles über WhatsApp. Obwohl WhatsApp ja gefiltert wird, ne? Also normalerweise telefonieren über WhatsApp ist ja geblockt, ne? Brauchst du ein VPN, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Also kannst du machen. Merkwürdig Ist sehr eigentlich. teuer, wenn es auffällt, Mhm. aber es ist nicht so teuer, hier auch ganz normal zu telefonieren. Der einzige Grund, warum sie es machen, ist, sie wollen Geld verdienen. Das ist völlig legitim. Sie haben 2 Telefongesellschaften, sie sagen, telefonier über unser Netz, wir wollen mit dir Geld verdienen. Mhm. Okay, Mhm. aber auch hier gibt es wieder Unterschiede. Es gibt Orte und Gebäude und Stadtteile, wo die Blockung nicht ist. Also da, wo sehr viele Internationale sind, kannst du auf einmal Dinge machen, die an anderen Stellen in Dubai nicht gehen. Also sie selektieren das schon sehr. Und sie entwickeln sich immer weiter, sie öffnen sich immer mehr. Heute sind Dinge möglich, die 2018 nicht denkbar waren. So, also Konto eröffnen, am besten kennst du jemanden, der jemanden kennt. Dann ist es am einfachsten. Wenn du dich einfach darauf berufst, dass die Leute, die deine Firma gründen, dir sagen, das ist einfach, vergiss es, ist nicht einfach. Und ich habe einmal im Quartal bekomme ich von meiner Ansprechpartnerin eine E-Mail und dann listet die so 5 bis 10 Zahlungsein- und Ausgänge auf und sagt, erklär mal, was das ist, liefer mir die Belege. Und das ist total lästig. Aber wenn du das nicht machst, sperren sie dein Konto. Ein guter Freund von mir hat mehrere Millionen auf seinem Geschäftskonto gehabt. Und es gab aber irgendeine Sache, die er nicht entkräften konnte. Und dann hatten die das Gefühl, dass der Geldwäsche macht. Und dann haben die das Konto gesperrt. Dann hat er da angerufen und hat gesagt, was ist los mit euch? Das ist die Nationalbank. Das ist die Nationalbank hier, die das gemacht hat. Und dann haben die gesagt, das können wir dir am Telefon nicht sagen, komm bitte in die Filiale. Dann geht er in die Filiale und dann sagen die, kleinen Moment. Dann geben sie ihm einen Scheck über sein Guthaben und sagen, hier ist dein Geld, dein Konto haben wir gelöscht, viel Erfolg. So, und gleichzeitig haben die eine Red Flag gesetzt im Bankensystem, weil die Nationalbank das ist. Und er hat nirgendwo anders in Dubai ein Konto bekommen. Und dann erst über Kontakte konnte er dann die Red Flag entfernen aus dem System und er konnte dann mehrere andere Konten. Also du hast halt einen Scheck über mehrere Millionen, aber du kommst nicht an dein Geld ran, weil keiner den Scheck einlöst. Also da muss man einfach Kontakte haben. Das ist jeder Auswanderer. Finde vertrauenswürdige Menschen im Zielland, die schon länger da sind, die seriös sind und dann lass dir helfen. Das ist der Plan. Ja, du. Also das mit der Bank ist durchaus eine Sache, die wir häufiger hören. Also übrigens auch mit dem Einreisevisum haben wir jetzt schon mehrmals gehört in Dubai, dass wer nur dieses kurzzeitige Visum hat über eine reine Firmengründung, ne, musst du ja im Prinzip einmal pro Jahr aufschlagen. Und da haben wir auch schon gehört, dass jemand, der da also 6 Monate nicht im Land gewesen ist, dann nicht mehr einreisen konnte und auch kein Touristenvisum ersatzweise bekommen hat und wieder nach Hause fliegen muss. Gerade bei Geschäftsleuten wird manchmal ganz schön Disziplin erwartet und auch dann für die Einhaltung gesorgt. Ne? Und bei der Bank würde mich nochmal interessieren,
Es ist ja eine Sache, das betrifft jetzt nicht nur Dubai. Also wir haben sowas auch aus Montenegro beispielsweise gehört. Ne? Also Montenegro, eine Überweisung von 100.000 Euro aus Deutschland führt zum sofortigen Einfrieren des Kontos und dann wochenlang, aber bei 100.000 Euro erklären, wo kommt das her und dann trotzdem das Konto geschlossen und so weiter. Also das ist, da ist die ganze Bankenwelt ja weltweit relativ empfindlich. Es gibt natürlich Länder, wo es noch sehr ruhig ist und gesittet zugeht, weniger empfindlich. Wie ist es denn jetzt in Deutschland gewesen? Also wenn du jetzt deinen Wohnsitz Dubai angibst, hat das auch irgendwo negative Effekte für dich gehabt in Deutschland, bei Geschäftspartnern oder vielleicht auch bei Banken oder anderen Dienstleistern in Deutschland, dass sie sagen, jemand, der seinen Wohnsitz in Dubai hat, ja, da nehmen wir mal ein bisschen Abstand. Wie war denn das so, Dirk? Erzähl mal. Ich sag mal, warum wäre Singapur nichts für mich und warum ist Dubai der perfekte Ort? Ich war kurz nach Covid in Singapur und es ist sehr asiatisch geprägt. Es ist genauso wohlhabend wie Dubai, ja? Aber die Asiaten halten sich extrem an die Regeln und sind sehr autoritätshörig. Du kannst da auch nichts diskutieren. Ich habe Dinge dort erlebt, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Wieso lasst ihr nicht mit euch reden? Okay, deswegen Singapur ist total schön, mal für eine Woche, toll. Ich könnte da nicht leben. Okay, jetzt kommt der Unterschied zu Dubai. Wenn ich in Dubai was will, diskutiere ich. Und das hört sich jetzt für einen Deutschen sehr befremdlich an. Aber Achtung, das ist meine Erfahrung. Ich bin weiß, ich bin über 50, ich habe graue Haare und ich bin rhetorisch ziemlich schlagfertig. Wenn ich irgendwas will, diskutiere ich. Das Besondere in Dubai ist, wir haben hier so viele Multimillionäre. Wir haben hier Leute, die Royal Family kennen. Und wenn du jetzt ein Security bist oder du bist ein Bankangestellter und auf einmal legst du dich mit jemandem an und du weißt nicht, wer das ist, dann könnte das jemand sein, der mit dem Sohn vom Scheich eng befreundet ist. Und dann ist das ein Anruf und du sitzt im Flugzeug in deiner Heimat und du bekommst nie wieder ein Visum. Das weiß jeder hier. Und deswegen sind die sehr sensibel, was sie machen, was sie nicht machen. Und meine Erfahrung ist, ich gebe dir ein Beispiel. Ich war ganz frisch hier, ich bin morgen zur Bank, die Bank macht irgendwie um 9 Uhr auf. Ich komme 2 Minuten nach 9 da an und draußen ist eine Schlange mit 20 Leuten. Ich stelle mich hinten in die Schlange an. Natürlich. Nach 1 Minute kommt der Security bis zum Ende der Schlange und sagt, was willst du? Ich sage, ich brauche Kontoauszüge und einen Stempel. Sagt er, okay, komm mit. Wir gehen an der ganzen Schlange vorbei und er bringt mich direkt zu einem Schalter und ich bekomme sofort meine Sachen. Ich habe nichts gemacht. Ich bin auch kein Private Banking Kunde oder so. Das war ganz frisch. Was war der Unterschied? Der Unterschied war, ich war der einzige Weiße. Der Rest waren Inder, Pakistanis, Schwarze und so weiter. Das war der Unterschied. Das hört sich jetzt ganz komisch an, aber ich habe dadurch ziemlich viele Privilegien hier. Ich habe sehr viele Dinge, die ich diskutieren kann. So, und jetzt ist das Gleiche. Wenn der Banksachbearbeiter sagt, wir machen dir hier Probleme, dann fährst du in die Filiale, dann sitzt du dem gegenüber und dann diskutierst du mit dem. Und nach 10, 20 Minuten gibt der auf. Dann holt der noch seinen Chef, um sich abzusichern. Dann diskutierst du mit dem Chef und dann sagt der Chef, okay, wir machen das. Das musst du lernen. Also es gibt im Verkauf eine Formulierung, die heißt, never accept the first offer. Akzeptiere nie das erste Angebot. Und das musst du hier lernen. Wenn du irgendwas haben willst, den Platz im Lokal, dass dein Auto nicht 3 Tage in der Werkstatt ist, sondern am gleichen Tag fertig wird, dass du, egal was es ist, du diskutierst. Du diskutierst. Es geht gar nicht um Bestechung. Also ich glaube, ich habe noch nie irgendwie Schmiergeld rausgegeben, noch nie. Es geht aber darum, dass du da darum kämpfst und dass die merken, das ist dem wichtig. Und wenn der hier weitermacht, mache ich mir das Leben nur schwer. Jetzt komm, dann lass ihn doch durch. So, das muss man noch verstehen. Das habe ich aber auf der ganzen Welt. Achtung, wenn ich zu einem Polizisten komme hier. Es gibt hier 2 Arten von Polizisten. Es gibt CID, die zivile Polizei. Und dann gibt es die offizielle Polizei. Du diskutierst nichts. Wenn der sagt, ihre Brille ist blau, dann ist die blau. Auch wenn ich davon überzeugt bin, dass sie gelb ist, die ist blau. Du diskutierst mit den Offiziellen nicht. Punkt.
Und dann hast du hier ein gutes Leben. Also hier, wenn du spielst mit dem Handy beim Autofahren und der Polizist steht neben dir. Der lächelt dich an und zeigt auf dein Handy. Du tust es weg und du bittest um Entschuldigung, alles gut. 3 Minuten später macht's Ping auf deinem Handy und du hast die Nachricht aus der App, dass du jetzt eine Strafe bekommen hast, 150 €, weil du mit dem Handy gespielt hast. Das wird nicht diskutiert, das wird nicht hinterfragt. Wenn der Polizist sagt, das ist so, dann ist das so. Ich habe schon einen Autounfall gehabt. Jemand hat mir die Vorfahrt genommen und wir sind dann in die Polizeistation. Dann lief das so, der Polizist fragt den einen, der das gemacht hat, sagt, erklär mal. Und jetzt war das ein Pakistani und die haben dann in ihrer Muttersprache miteinander geredet. Ich habe die nicht mal verstanden. Dann hat der 5 Minuten lang erklärt, warum ich den Fehler gemacht habe. Okay, dann kommt der Polizist zu mir und sagt, erzähl mir deine Geschichte. Dann habe ich ihm 2 Fotos gezeigt, meine Geschichte erzählt. Er guckt sich die Fotos an und sagt zu dem anderen, you're guilty, du bist schuld. Keine Diskussion mehr. Du bist schuld. Ich habe das jetzt entschieden. Und dann läuft das alles übers Handy. Du kriegst eine WhatsApp, da ist ein Link drauf. Über den Link bekommst du das Protokoll. Das Protokoll schickst du deiner Versicherung und dann lässt du den Schaden regulieren. Bumm, fertig. Das ist sehr schön. So, jetzt zu deiner ursprünglichen Frage. Also, so versteht man das ein bisschen. Andere Länder, andere Sitten, andere Geflogenheiten. Okay, wie reagieren die Deutschen? Also erstmal, du gehst in deinem Land zur deutschen Botschaft, egal wohin du auswanderst, und du lässt in dem Land auch Wohnort Dubai eintragen, in deinen Pass und auf deinen Personalausweis. Weil du sonst zum Beispiel, wenn du in Deutschland shoppen gehst und du möchtest dann gerne tax-free haben, gibt es Diskussionen, weil du ja nicht nachweisen kannst, dass du wirklich dort lebst. Aber in dem Moment, wo es im Pass steht, ist alles gut. Und das hilft sehr, weil du damit sofort nachweisen kannst, hey, ich bin Deutscher, aber ich lebe nicht in Deutschland, ich habe andere Regeln. Interessant. Also das musst du auf jeden Fall machen. Ja, wir überweisen seit ungefähr 10 Jahren große Summen an Geschäftspartner, auch nach Dubai. Unsere Sparkasse in Bochum weiß, was wir da machen. Die hat am Anfang 2-mal gefragt. Heute ist das überhaupt kein Thema mehr. Egal wie groß die Summe ist, es wird nicht mehr diskutiert und gefragt, weil die wissen, wir machen das seit 10 Jahren. Wir sind da safe. Wenn ich Werbeanzeigen für Social Media aufnehme, darf man nicht sehen, dass das in Dubai ist. Ich kann keine Werbeanzeigen machen, wo man im Hintergrund den Ausblick aus dem Burj Khalifa sieht oder wo man sieht, dass ich irgendwo in Downtown bin. Die deutschen Kunden mögen das nicht. Für die meisten Deutschen ist Unternehmer, Deutsch, Dubai, Steuerflüchtling. Der automatisch Steuerflüchtling. Dass wir in 80 Ländern auf diesem Planeten steuerfrei leben können als Deutsche. Soweit denken die meisten nicht. Die meisten denken immer nur, ja, das ist eine Steueroase, der will irgendwie Steuern sparen und Steuern hinterziehen. Ich bin eine Person des öffentlichen Lebens. Wir haben ein extrem cleveres Finanzamt in Bochum. Ich kann nichts machen. Ich könnte gar nichts machen. Das würde sofort auffallen. So, das ist, bei Dubai haben das die meisten. Dann haben die meisten, wie kann man als Frau in Dubai leben? Wie kann man in einem muslimischen Land leben? Aber das sind alles Vorurteile von Menschen, die noch nie da waren, von Menschen, die im Hochsommer mal 3 Tage da waren, aber die nie in diesem Land gelebt haben. Und das ist ein Riesenunterschied, ob ich in der Domrep oder in Dubai 2 Wochen Urlaub mache im All-Inclusive-Hotel oder ob ich dort lebe mehrere Monate. Das ist was komplett anderes. Es fühlt sich komplett anders an. Absolut, ja. Also ich erlebe bei Dubai sehr, sehr viele Vorurteile. Das war in der Domrep auch ein bisschen so von wegen Billigtourismus. Aber in Dubai ist es deutlich krasser. Interessant. Ich habe ja jetzt mal mit meiner Familie, mit meiner Frau, meiner Tochter viele Jahre im Iran gelebt. Das ist ja nicht weit weg von Dubai. Von dort aus waren wir auch öfters in Dubai, um Schulungen zum Beispiel oder sowas, halt Geschäftstermine wahrzunehmen. Und was bei mir war, bei unserer Familie, was wir sehr vermisst haben, war deutsches Brot und Leberwurst.
Das heißt, ich habe gelernt, im Iran deutsches Brot zu backen und Leberwurst herzustellen. So, was ist es denn bei dir, lieber Dirk? Was vermisst du denn in Dubai? Also hier gibt es mehrere deutsche Bäckereien. Das ist hier auch sehr beliebt, weil die wissen, das deutsche Brot ist einfach sensationell. Also wir haben hier viele deutsche Bäckereien, deutsche Bäcker, die ihr Handwerk noch richtig betreiben. Leberwurst gibt es hier auch. Also es gibt hier alles. Manchmal bringt eine Mitarbeiterin was mit ins Büro. Also es gibt die nennen sich Fufos. Das sind runde Esspapier-Dinger mit irgendeiner Brause gefüllt. Fufos. Die habe ich als Aus Kind Deutschland? geliebt. Ja, die sind aus Deutschland. Interessant. Und irgendwann komme ich ins Büro und dann hat sie das auf dem Tisch liegen. Sage ich, wie bist du daran gekommen? Hast du das aus Deutschland mitgebracht? Nein, gibt's hier. Es gibt hier alles. Es gibt hier alles aus allen Ländern, weil wir eben hier so viele Ausländer sind und weil es multikulturell ist. Und das ist schön. Was vermisse ich beim Essen? Das muss nicht Essen sein übrigens. Essen war nur ein Beispiel. Es kann ja sein, dir Ja, fehlt was anderes. War interessant, mir hat jetzt mal jemand erzählt, was er vermisst, der sozusagen in einem afrikanischen Land wohnt. Wunderschön, deutsche Zeitzone, das ganze Jahr das gleiche Wetter, nah am Äquator. Das heißt, die Sonne geht immer ungefähr zur gleichen Zeit auf und unter. Und da sagte jemand, ich vermisse diese langen Sommerabende in Deutschland, wenn man sozusagen so in der Sonne so bis abends um 9 draußen sitzen kann und es ist immer noch nie ganz dunkel. Also es ist interessant, dass man, wenn man viele Jahre halt weg ist aus der Heimat, dann es irgend so was gibt, wo man sagt, das vermisse ich. Oder zum Beispiel, was ich vermisse, ich habe ja auch viele Jahre in der Schweiz gewohnt und ich vermisse, wenn ich ehrlich bin, schon so im Winter, wenn man so bei dem perfekten Wetter, der perfekte Sonntag, also wenn man in der Schweiz wohnt, war es ja eigentlich immer so, man geht nie Samstag oder Sonntag Skifahren, sondern man ist eigentlich im Büro und guckt raus und sagt, so wie die Sonne heute scheint, das ist der Tag zum Skifahren und dann meldet man sich ab und jetzt geht's zum Skifahren. Perfektes Wetter, blauer Himmel, Sonne und so weiter und so fort. Also es gibt so ein paar Dinge, klar, da kann man natürlich zurückkommen nach Deutschland, mal in Urlaub, wie auch immer, aber was ist es denn bei dir, wo du sagst, also das ist schon in meiner Erinnerung, das sind schon schöne Sachen, die hätte ich gern in Dubai, aber das sind sie nicht. hört sich komisch an, aber wenn ich manchmal in Deutschland bin und es regnet, das ist schon schön. Also jetzt nicht im Winter, ja, aber das ist schon Mhm. zwischendurch mal schön. Also so ein Regenschauer, das ist Mhm. schon schön. Das habe ich in der Karibik auch gerne gehabt. Mit dem Mhm. Surfbrett rauspaddeln aufs Meer und es fängt an zu regnen, das ist schon wow. Ja, aber das habe ich, wenn ich reise. Dann habe ich das. Dann, wenn ich in Asien bin oder Europa, Absolut. habe ich das ja auch. Mhm. Es gibt tatsächlich etwas, nämlich um 7 Uhr geht die Sonne hier unter. Und damit weiß mein Biorhythmus auch, jetzt fahren wir mal die Leistungsfähigkeit zurück. Das stört mich ein bisschen. Es wird halt früh dunkel. Es wird immer früh Mhm. dunkel. Ja, ja. Das hast du im Sommer in Deutschland halt nicht. Das ist dann krass, wenn es irgendwie bis 21 Uhr, 22 Uhr noch hell ist. Ja, aber es ist, die meisten sagen mir immer, ja, aber wie ist das denn im Sommer in Dubai? Ist dir das nicht zu heiß? Also erstens, ich wusste das vorher. Ich wusste ja, worauf ich mich eingelassen habe. Zweitens, ich habe mein Leben so organisiert, dass ich damit klarkomme. Drittens, es ist auch viel eigene Einstellung. Du kannst das auch mögen. Ich mag das auch. Ich finde das auch schön. Du gehst dann abends ans Meer und du sitzt einfach mal 1,5 Stunden im Meer, weil es einfach schön ist. Du gehst ins Meer 10 Minuten, weil das Wasser ab September sehr warm ist und dann gehst du in einen gekühlten Pool. Wow. Also es gibt so Sachen, die der Tourist nicht kennt, die der Tourist nicht nachvollziehen kann, sondern erst wenn du dort lebst und das kennenlernst, dann erlebst du Mhm. das. Nee, ich kann mir gerade keinen besseren Ort auf diesem Planeten für mein Leben vorstellen als Dubai. Das hört sich komisch an. Ich werde oft Interessant. danach gefragt, ich habe aber keinen. Also ich lade dich trotzdem ein, komm doch mal zu uns nach Sansibar. Da entsteht ja die deutsche Stadt, ne, von deutschen Mhm. Stadtplanern.
Und ja klar, viel, viel kleiner als Dubai kann man nicht vergleichen, aber Energie liegt da in Afrika auch unwahrscheinlich in der Luft. Das war für mich auch völlig neu. Ich hatte Afrika nie auf dem Schirm und wir haben jetzt für uns Afrika entdeckt. Wir machen mehrere Reisen in verschiedene afrikanische Länder, auch für unsere Auswanderer, Unternehmer, die nochmal auch was Neues stemmen wollen. Und es gibt so interessante Metropolen. Übrigens sagt man, in den nächsten 50 Jahren werden die größten Städte der Welt nicht mehr in Asien, sondern in Afrika stehen. Ne? Also ich habe da jetzt vor kurzem eine Grafik gesehen, was sich da entwickelt. Und klar kommen da viele Menschen raus aus den Ländern, aber es bleiben auch sehr viele da. Die Bildung geht nach oben. Also gerade auf Sansibar hat jetzt das englische MIT, eine Universität, aufgemacht, sind jetzt die ersten Studiengänge. Das heißt, da werden Experten im Prinzip in Afrika jetzt ausgebildet, die auch dort bleiben sollen und was auf die Reihe bekommen sollen. Also hat auch was für sich. Also wir sind ja regelmäßig alle 3 Monate in Sansibar und da können wir uns auch dort natürlich sehen, abgesehen vom April vielleicht mal in Dubai. Heute lade ich dich ein, Sebastian und Daniel nach Sansibar zu begleiten. Den Link zur Plan-B-Reise für Auswanderer oder Investoren findest du in der Beschreibung. Sansibar bietet ja eines der besten Plan-B-Dauervisa. Wenn du zum Beispiel 90.000 € in ein Familienhaus in Fumba-Town investierst, erhalten bis 6 Personen ein permanentes Visum. Aber auch wenn du nur Vermögen außerhalb der EU gut investieren willst, ist Sansibar ein Geheimtipp, weil hier deutsche und Schweizer Ingenieure eine einzigartige neue Stadt bauen, Fumba-Town. Wir finden, das könnte ein ideales Investment sein, auch weil sich der Hilton-Dienstleister Valor um die Werterhaltung und Vermietung deines Investments kümmert. Aber komm doch einfach mit Sebastian und Daniel nach Sansibar und überzeuge dich selbst. 3 Tage Besichtigungen, Workshops, Treffen mit Auswanderern und den Stadtplanern vor Ort und Austausch mit Gleichgesinnten. Die Reisetermine und das Programm findest du unter www.perspektiveausland.com. Also jetzt vielleicht mal ein Appell, also an andere Unternehmer, die gerade zuhören, Dubai. Also würdest du jetzt jedem empfehlen, nach Dubai auszuwandern? Oder gibt es auch jemanden, wo du sagst, also es gibt bestimmte Unternehmen, die passen dann doch nicht hierher? Oder wie würdest du das beschreiben? Ich empfehle jedem, der Kinder hat, hierhin auszuwandern, weil das Bildungssystem ist einfach viel, viel besser und wir haben hier keine Kriminalität. Ich empfehle jedem Mann, der sich Sorgen macht um seine große Tochter oder seine Frau, weil er Angst hat, sie im Dunkeln in einer deutschen Großstadt draußen rumlaufen zu lassen, nach Dubai zu gehen. Ich empfehle jedem, der ein Umfeld sucht, was extrem auf Wachstum unterwegs ist, nach Dubai zu gehen. Wem empfehle ich nicht zu gehen? Ich empfehle nicht Menschen, die nicht selbstverantwortlich unterwegs sind für ihr Leben. Menschen, die vom Staat alimentiert werden wollen. Macht keinen Sinn. Menschen, die nicht selbst auf ihren Körper und ihre Gesundheit achten. Macht keinen Sinn. Menschen, die nicht Multikulti mögen. Macht keinen Sinn. Menschen, die auch mit ungeplanten Umständen nicht umgehen wollen, macht keinen Sinn. Man sagt, Dubai ist ein großes soziales Experiment. Nur die Leistungsbereiten und die Leistungsstarken überleben hier. Ich habe viele Menschen, die hier rüberkommen und nach 3, 6 Monaten, 12 Monaten wieder gehen, weil sie hier dran scheitern. Sie sehen überall tolle Autos, schöne Männer, schöne Frauen, tolle Restaurants, sensationelle Apartments und Häuser. Aber sie können sich das alles nicht leisten. Und sie scheitern dann an ihren Erwartungen. Wenn du damit nicht umgehen kannst, ist das der falsche Ort hier. Also wenn du leistungsbereit bist und leistungsfähig bist und du willst was erreichen, egal wo du auf diesem Planeten Geschäft machen willst, dann ist das hier der richtige Ort. Egal ob als Angestellter oder als Unternehmer, dann ist das hier der richtige Ort. Also als Angestellter, wenn du einen 0815-Job machen willst, macht keinen Sinn. Da gibt es andere, die machen das für einen Bruchteil des Geldes, was du haben willst. Bist du aber ein Leistungsträger, dann kannst du hier extrem viel Geld verdienen und hast hier ein sehr geiles Leben. Aber eben nur für die. Nur für die. Das ist wieder mit Singapur gleich.
Nur die überleben dort und sind dann auch glücklich dort, die so gestrickt sind. Also die Leute, die sagen Work-Life-Balance und 4-Tage-Woche und ich weiß nicht, welches Geschlecht ich habe und solche Sachen, es macht keinen Sinn. Du wirst dich hier nicht wohlfühlen. Klasse, das war ja fast schon ein Schlusswort, könnte man sagen, oder? Unsere Zeit ist nämlich auch schon fast zu Ende. Und ja, war ein schöner Appell und auch nochmal klar, das, wie gesagt, von jemandem zu hören, der selbst die Erfahrung hat. Also auch wenn sich das mit dem deckt, was wir auch sagen, aber wir wohnen ja nicht in Dubai und deswegen ist es viel authentischer, wenn das, was du gerade gesagt hast, eben von dir kommt jetzt, der dahin ausgewandert ist und Dubai lebt, erlebt jeden Tag. Jetzt haben wir hier fast eine Stunde miteinander gesprochen, lieber Dirk, und du hast in deinem Erfahrungsschatz natürlich noch viel mehr zu erzählen und zu bieten als das, was wir jetzt hier in dieser 1 Stunde hören konnten von dir. Und jetzt ist ja so, du hast ja ein Buch geschrieben, also mehr als ein Buch, ne? Aber wir reden jetzt mal über das letzte Buch in erster Linie und vielleicht kannst du ganz kurz mal unseren Zuschauern sagen, was dieses Buch mit dem Thema Auswandern zu tun hat und inwiefern das auch für jemanden, der auswandern will oder ausgewandert ist, sehr interessant sein könnte zu lesen. Das Buch heißt Entscheidung Umfeld. Das Umfeld, in dem du lebst. Und mit Umfeld ist gemeint die Menschen, der Ort, also die Stadt, das Land, das Gebäude, das Unternehmen, wo du arbeitest, das Auto, was du fährst, die Bücher, die du liest, die Netflix-Serien, die du guckst. Das alles ist dein Umfeld. Und dein Umfeld prägt deinen Charakter. Wenn du einen 10-jährigen fußballbegeisterten Jungen, der auf dem Land lebt, jeden Nachmittag auf der Straße kicken lässt, wird mit großer Wahrscheinlichkeit kein Bundesliga-Profi daraus. Wenn du den 10-Jährigen aber jetzt in ein Fußballinternat steckst und morgens Fußball, mittags Fußball, abends Fußball und es geht nur um Fußball, und der wird dort entsprechend gefördert und alle seine Freunde sind Fußball begeistert und nach dem Fußballspielen gucken sie Fußball. Ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass aus dem mal ein Fußballleistungsträger wird. Also das Umfeld gewinnt immer. Und das Umfeld, das ist auch der Grund, warum ich ausgewandert bin, unter anderem. Das Umfeld, was ich mir gebaut habe in Dubai, sind nur Unternehmer. Es sind alles erfolgreiche Unternehmer. Ich lebe im höchsten Gebäude der Welt. Ich bin mitten in dem, was da gerade passiert. Und das inspiriert mich jeden Tag. Und dieses Umfeld ist ein völlig unterschätzter Erfolgsfaktor. Nicht nur beruflich, sondern für dein ganzes Leben. Und darüber habe ich das Buch geschrieben, nämlich Entscheidung, Umfeld. Du triffst eine Entscheidung, in welchem Umfeld du leben willst und lebst. Und diese Entscheidung hat einen unglaublich großen Einfluss auf dein Leben. Und das beschreibe ich dort. Das Buch kannst du in 2 Nachmittagen durchlesen. Es sind viele Geschichten dabei von Dirk Nowitzki, von Ronaldo, von Musikern, von Unternehmern, immer in Bezug auf das Umfeld. Und das lohnt sich sehr, um mal zu reflektieren, woran liegt es, dass ich nicht von der Stelle komme? Woran liegt es, dass ich hinter meinen Träumen zurückbleibe? Woran liegt es, dass ich nicht den Erfolg habe, den ich gerne hätte? Und das hat extrem viel mit dem Umfeld zu tun. Und darum geht es in dem Buch. Klasse, sehr interessant, dass wir das am Ende auch noch hören konnten von dir. Und das Buch bestellt man bei Amazon oder auf irgendeiner Webseite von dir? Wie kommt man daran? Eine Webseite von mir, einfach googeln, Entscheidung im Umfeld, Dirk Kräuter, findest du Okay. und dann da Klasse. holen, ja. Okay, super. Lieber Dirk, gleich 60 Minuten haben wir voll gemacht. 59 Minuten, 49 Sekunden zeigt es bei mir an. Ich kann nur sagen, vielen, vielen herzlichen Dank. Es hat viel Freude gemacht und wie sagt man immer, gute oder interessante Menschen sehen sich immer mindestens 2-mal im Leben. Und da bin ich jetzt schon gespannt, wann das 2. Mal sein wird. Ich wünsche dir viel Erfolg. Der ein oder andere unserer Zuschauer, wenn es vielleicht noch eine Frage gibt, kann gerne die Fragen in die Kommentare zum Video schreiben oder an unsere E-Mail-Adresse. Wir leiten das weiter. Und ja, in dem Sinn, bleib fröhlich, Dirk. Dankeschön. Daniel, wir sehen uns im April in Dubai und irgendwann in Sansibar. Unbedingt. Übrigens, du lebst im höchsten Turm der Welt
in Sansibar entsteht das höchste Holzgebäude der Welt, also das höchste jemals aus Holz gebaute Hochhaus, wird von Hilton übernommen. Die ersten 6 Etagen wird ein Hilton-Hotel. Und das Raumklima, ich habe schon mal so dieses neue Bauwerkkonzept schon mal Probe gewohnt in einem kleineren Gebäude. Es ist irre, wie du in Afrika da im Prinzip so ein schönes, also in feuchten Umfeld, so ein schönes Raumklima hinkriegt. Also auch das wäre mal ein Grund mehr, da hinzukommen. Aber vorher bin ich bestimmt noch 1, 2, 3 Mal in Dubai gewesen. Also, dann bleib fröhlich jetzt wirklich. Danke Ne? dir. Ja, Ciao. danke schön. Ciao. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.